Und wenn ich mir das jetzt so angucke oder so, für 110 €, muss ich wirklich sagen, macht das einen richtig, richtig guten Eindruck. Heute im Test eine Sandstrahlkabine für unglaubliche 110 €. Ich gucke mir im Internet auch immer gern diese Laserreinigungsvideos an. Das sieht immer spektakulär aus. Am Ende des Tages muss man aber ganz klar sagen, das ist für die meisten viel, viel zu teuer und vor allen Dingen viel zu gefährlich. Da ist Sandstrahlen immer noch eine absolut geniale Alternative. Und da habe ich vor ein paar Wochen eine Sandstrahlkabine vorgestellt und da haben mir viele den Link zu dieser Kabine geschickt und haben gesagt, Manni, teste die mal. Die kostet gerade mal 110 € und das ist so unglaublich günstig. Man kann sich nicht vorstellen, dass man dafür was Vernünftiges kriegt, aber wir werden es heute rausfinden. Und ich finde immer, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und der erste Eindruck ist hier wirklich gut. Das ist alles sauber, strukturiert, ordentlich verpackt und auch die einzelnen Komponenten sehen wirklich gut aus. Das ist also keine Kabine, die man auspackt, mit der man gleich loslegen kann. Man muss die natürlich zusammenschrauben. Das sind alles Einzelteile. Hier sind die Schrauben sauber, ordentlich strukturiert. Hier oben ist die Sichtscheibe, hier gibt es Ersatzfolien, hier ist sogar eine Lampe mit im Lieferumfang, hier ist die Sandstrahlpistole, hier ist noch anderes Zubehör, müssen wir gleich mal gucken, hier ist sogar ein Filter, das ist der An- und Ausschalter und. Ist also alles dabei, was man braucht. Diese Sandstrahlpistolen, ich habe schon so viele Sandstrahlkabinen gesehen, ich glaube alle so unter 700, 800 € haben die gleiche einfache Sandstrahlpistole, also die sehen immer genau gleich aus. Hier hinten habe ich die Handschuhe, hier habe ich Schellen und dann fangen wir ganz einfach mal an, das Ganze zusammenzubauen. Dafür brauchen wir natürlich die Bedienungsanleitung und die sieht auch sauber, ordentlich strukturiert aus. Ich denke mal, damit kriegt das wirklich jeder hin. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch beim Zusammenbauen positiv überrascht. Das passt wirklich gut. Als erstes werden die 4 Seitenwände zusammengestellt und miteinander verschraubt. Da muss man natürlich darauf achten, dass das Lochbild passt. Ansonsten gäbe es da auch unterschiedliche Positionen, wie man das zusammenbringt. Aber wenn man auf das Lochbild achtet, ist das kein Problem, wird alles verschraubt. In die Ecken oben kommen noch so Verstärker rein. Diese Verstärker, das muss man sich ein bisschen hindrücken. Da wäre es sinnvoll, wenn man einen zweiten Mann hat oder eine schöne lange Schraubzwinge. Ich habe beides jetzt nicht da gehabt. Darum habe ich so ein bisschen selber gedrückt, habe es dann auch hinbekommen. Den Boden, dafür habe ich das Ganze umgedreht. Hier ist so eine Dichtung drin in dem Boden schon eingesetzt, eingeklebt. Die muss man an den Verbindungen, an den Schraubverbindungen dann immer durchstechen. Das habe ich einfach mit dem Schraubendreher vorsichtig gemacht. Also es geht auch völlig problemlos. Ist halt Arbeit, wenn man so viele Schrauben da einbringt, wenn man so viele Schrauben da anziehen muss. Dauert ein bisschen, aber das Ergebnis, würde ich mal sagen, sieht schon mal richtig gut aus. Hier seitlich habe ich den Lichtschalter positioniert und die Lampe ist hier drin mit so Klammern angebracht. Ist auch alles im Lieferumfang, ist auch alles relativ offensichtlich und kann man relativ schnell hier anbringen und sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Nächster Punkt ist jetzt der Deckel. Nächster Punkt sind natürlich die Kleinteile, die man hier alles noch dranbringen muss. Und was ich natürlich hier auch schon reingepackt habe, ist das Sieb, auf dem ich hinterher arbeite oder der Rost. So, beim Licht habe ich natürlich richtig schön hell, ne? Beim Licht habe ich gleich ein entscheidendes Detail vergessen. Das heißt, hier ist auch so eine Kabeldurchführung. Die habe ich nochmal angebracht, musste ich es außen nochmal abschrauben. Hier seitlich ist ein Luftauslass. Das heißt, hier ist ein Filter drunter, hier ist ein Grobfilter, hier unter ist ein Feinfilter. Ich hoffe, sowas kann man auch nachkaufen. Da habe ich mich noch nicht informiert. Dann habe ich hier draußen eine Bohrung und da möchte ich nachher auch versuchen, dass ich dann hier wirklich einen Staubsauger anschließe und hier ganz einfach absauge, damit ich so einen gewissen Sog habe und dementsprechend hier drin auch nicht zu viel Müll ist. Aber ansonsten sieht das schon mal richtig gut aus. Die Klappe ist im Prinzip hier hinten einfach mit 3 Blechschrauben jeweils das Scharnier angebracht. Die sitzt vernünftig. Hier ist ein Sterngriff. Vorher habe ich die Folie noch abgebracht. Hier seitlich ist noch eine Kette. Kette wird hier auch ganz einfach mit einer Schraube befestigt. Und dann macht das schon mal einen ganz guten Eindruck. Und das sind hier die Verschlüsse. Die gefallen mir auch gut. Die sind einfach auch nur angeschraubt. Das ist einfach nur Kunststoff. Dreht man um. Und dann hat man hier auch einen relativ guten Druck auf die Dichtung, die hier unten drin ist. Ich bin mal gespannt, ob das nachher vernünftig dicht ist. Und dann sind natürlich immer noch wichtig die Handschuhe. Handschuhe ist so, wenn ich das 5-mal montieren würde, dann würde ich das in einer Minute machen. Bei dem ersten habe ich mich doch ein bisschen gequält. Ganz einfach, weil er einem immer wieder wegrutscht. Ich habe ihn dann hier einmal komplett um die Schelle rumgekrempelt und dann geht es wirklich sehr, sehr einfach. Dann setzt man ihn einfach drauf
und hat den innerhalb von einer Minute montiert. Das sieht auch alles von der Qualität her ordentlich aus. Und wenn ich mir das jetzt so angucke oder so, für 110 €, muss ich wirklich sagen, macht das einen richtig, richtig guten Eindruck. Jetzt habe ich noch zwei Sachen zu machen. Ich muss die Sandpistole montieren. Das ist natürlich auch eine Kleinigkeit. Ganz einfach anschließen. Und dann, ich muss nochmal Licht anmachen, also es ist richtig schön helles Licht. Und dann muss ich hier oben noch abdichten. Dafür ist hier noch extra so eine Dichtpaste dabei. Das heißt, hier oben an den Stellen, ist auch alles in der Beschreibung beschrieben, da soll man das Ganze nochmal abdichten. Das werde ich hier oben immer großzügig machen. Dann muss es 24 Stunden aushärten und dann können wir den ersten Versuch machen und können damit Sand strahlen. So, jetzt zeige ich euch nochmal was richtig Geniales. Der passt. Das ist mein Staubsaugerschlauch. Der passt wirklich da rein. Kann ich morgen mit meinem Staubsauger absaugen. Das heißt, die Dichtmasse muss hier noch ein bisschen trocknen. Und ich habe natürlich auch schon die Sandstrahlpistole angebracht. Hier außen habe ich von mir eine Schnellkupplung genommen. Da war eine Tülle im Lieferumfang. Sonst habe ich hier eine ordentliche Verschraubung mit Dichtung. Hier geht dann die Druckluftleitung lang zur Strahlpistole. Kann man also auch vernünftig in allen Bereichen hier arbeiten. Und hier ist dann das Saugrohr für das Strahlgut. Das Strahlgut kommt dann hier unten rein. Hier unten ist das Saugrohr, das ist der Saugschlauch, so ist es richtig. Und dann funktioniert das Ganze. Also das ist wirklich Standard, das sollte gut, vernünftig funktionieren. Kein High-End, aber für den Preis oder so, muss ich wirklich sagen, gefällt mir diese Strahlkabine gut. Und ich kann es kaum abwarten bis morgen, bis die Dichtmasse ausgehärtet ist, bis ich hier wirklich loslegen kann. Einen Nachmittag später können wir dann endlich loslegen. Es ist alles gerüstet, alles vorbereitet. Wichtigster Punkt beim Sandstrahlen ist wirklich der Kompressor bzw. die Lieferleistung. Ich kann hier mit dem hier mit 8 Bar problemlos dauerhaft strahlen, ohne dass der irgendwo in die Knie geht. Wenn ein Kompressor zu wenig Lieferleistung hat, dann macht das alles keinen Spaß. Dann funktioniert das mit dem Sandstrahlen wirklich nur sehr, sehr schlecht. Und jetzt wollen wir loslegen. Also das funktioniert, aber man sieht, hier drin sammelt sich richtig, richtig gut der Müll. Man kann hier vernünftig mit Sand strahlen, nur nach kurzer Zeit sieht man halt nichts mehr. Ich habe mal die komplette Seite hier übergestrahlt und man sieht das, ne? So sah es vorher aus, rostig und jetzt hier einmal übergestrahlt. Das ist auch einmal auf die Schnelle. Könnte man noch 2-, 3 Mal rübergehen. Also das mit dem Sandstrahlen, das funktioniert. Das ist ein System, das sehr weit verbreitet ist. Wichtig ist natürlich immer, dass das Saugrohr immer in dem Strahlgut unten drin sein muss. Ansonsten kannst du natürlich nichts ansaugen. Das ist wichtig, aber ansonsten ist das ein einfaches, aber bewährtes System. Aber nach kurzer Zeit sieht man hier leider nichts mehr, weil der ganze Staub nicht abgesaugt wird. Und wenn ich hier so ringsrum gucke und meine Strahlkabine, ich habe es eben auch gefilmt, wie ich strahle, ich sehe hier nichts. Also die Strahlkabine scheine ich ganz ordentlich zusammengebaut zu haben, dass man hier wirklich auch eine dichte Strahlkabine hat. Hätte ich jetzt an irgendeiner Stelle Probleme, dann müsste ich halt abdichten. Im schlimmsten Fall kann man von innen Silikon dran schmieren. Da muss man halt wirklich drauf achten. Aber so macht die schon mal einen sehr guten Eindruck. Und jetzt werden wir hier ganz einfach mal den Staubsauger anschließen. Der hat natürlich den riesen Vorteil, hier kann ich mir auch meine Bluetooth-Fernbedienung hinholen, wenn ich das möchte. Und dann kann ich den auch per Bluetooth immer wieder einschalten. Das ist ja dieser Parkside-Werkstattsauger, den nehme ich sehr häufig. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und damit versuchen wir mal auf einfache Art und Weise abzusaugen. Also einschalten, auf den Bluetooth-Taster drücken und dann kann es losgehen. Und dann merkt man gleich im ersten Moment, der Deckel zieht richtig so ein bisschen runter, zieht also leicht so ein richtig kleines Vakuum. Die Handschuhe blähen sich gleich auf, also man hat hier tatsächlich ein Vakuum. Und der Witz an der Sache ist von wegen, der Staubsauger ist gerade mal auf Minimum und das reicht schon völlig aus. Das heißt, auch ein ganz kleiner Werkstattsauger wird das problemlos schaffen. Und jetzt kann man strahlen und man hat hier keine Dämpfe mehr, man sieht nichts mehr. Man kann die ganze Zeit ganz klar beobachten, was man hier macht und dann hat man hier wirklich eine perfekte Sandstrahlkabine. Und ich sage mal, einen Werkstattsauger hat sowieso eigentlich jeder oder sollte jeder haben. Und damit kann man hier perfekt absaugen. Dass das hier von dem Durchmesser auch noch passt, das müsste auch hier so ein Standardanschluss sein. Und dann kann man hier richtig schön mit Staub saugen. Ich habe natürlich nicht nur ein Bauteil gestrahlt, sondern eine ganze Menge an Bauteilen. Und man muss ganz klar sagen, das funktioniert. Und das macht auch richtig, richtig Spaß. Wenn man sich so die Ergebnisse anguckt, das ist wirklich eine schöne Sache. Und mit so einer kleinen Kabine ist es
ist wirklich auch eine sehr saubere Sache in der Werkstatt. Was man aber feststellt, der kleine Filter, der setzt sich natürlich relativ schnell zu und dann geht einem die Sicht auch wieder flöten. Das heißt, wer 24/7 mit so einer Kabine arbeiten möchte, ich übertreibe bewusst, der wird mit sowas natürlich nicht glücklich, weil man immer wieder den Filter reinigen muss. Aber gerade für die, die alle paar Tage mal gelegentlich so ein paar kleine Bauteile reinigen wollen, entlacken wollen, entrosten wollen und so weiter, ist das wirklich eine schöne Lösung. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was mir hier auffällt von wegen, ist natürlich immer das Strahlgut. Und das ist auch, was viele bei solchen Anlagen bemängeln. Das heißt, das Strahlgut setzt sich unten immer wieder ab. Und wenn da unten natürlich nichts mehr ist, dann kann man auch nicht mehr strahlen. Da muss man halt wirklich sagen, man muss es ab und zu das Rost immer einfach hochnehmen, muss mit der Hand das Strahlgut da unten wieder hinschieben, wenn es wie in dem Fall ist, dass da richtig schon so ein Krater gesaugt ist von wegen, dann hat er halt kein Material mehr, dann kann er nicht arbeiten. Das sind aber so die Standardpunkte. Man könnte das sicherlich nochmal umbauen, umrüsten, vielleicht überlege ich mir da nochmal ein kleines Projekt, aber ich muss sagen, so im Großen und Ganzen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt und das Ganze für 110 Euro, die Kabine ist wirklich dicht, ich kann hier nichts Negatives feststellen, wenn man die vernünftig aufbaut, das funktioniert alles, das ist dicht, das macht einen guten Eindruck, da ist also wirklich nichts, wo ich sagen würde, das ist minderwertig und da muss ich sagen, für 110 Euro absoluter Schnapper, absolute Empfehlung. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und natürlich beim Sandstrahlen, euer Manni.